Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, der französische Staatspräsident Mitterrand ist auf Besuch in Ostdeutschland. Er wird von Bundespräsident von Weizsäcker begleitet. Heute am Donnerstag stehen die Bundesländer Brandenburg und Sachsen auf dem Programm. Nach seinen Gesprächen mit Bundeskanzler Kohl in Bonn war Mitterrand am frühen Abend nach Berlin geflogen. Er wurde vom regierenden Bürgermeister Diepgen im Roten Rathaus empfangen. Dabei sagte Mitterrand, er sei überzeugt, dass die neuen Bundesländer ihre Rolle im vereinten Deutschland finden und der Bundesrepublik neue Impulse geben werden. Mit einem Besuch Thüringens am Freitag beendet das französische Staatsoberhaupt seine Deutschlandreise. Der Bundesnachrichtendienst hat nach Darstellung seines Chefs Porzner den DDR-Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski in keiner Weise betreut. Schalk, so Porzner vor dem Bonner Untersuchungsausschuss, habe lediglich falsche Pässe bekommen, und zwar deshalb, weil sein Leben in Gefahr gewesen sei. Darüber habe der BND das Bundeskanzleramt aber erst Ende März 1990 informiert. Mit dieser Äußerung stellte sich Porzner hinter Staatsminister Stavenhagen, dem die SPD vorwirft, er habe damals das Parlament belogen. Im Übrigen, so der BND-Präsident weiter, sei Schalk niemals Informant oder Agent des Bundesnachrichtendienstes gewesen. Jeder zweite Ostdeutsche mit Anspruch auf Wohngeld hat noch keinen entsprechenden Antrag gestellt. Darauf hat der Deutsche Mieterbund hingewiesen. Anspruchsberechtigt, so die Organisation, seien in den neuen Bundesländern 70-80% aller Mieter, viel mehr als ursprünglich angenommen. Das Bundeskabinett hat die neue Zuzahlungsregelung bei Arzneimitteln beschlossen. Das heißt, vom nächsten Jahr an sollen Patienten bei Medikamenten ohne Festbetrag 15% des Preises aus eigener Tasche bezahlen. Die Obergrenze 10 Mark Selbstbeteiligung. Derzeit beträgt der Höchstsatz 3 Mark. Der vor mehr als 13 Stunden in Kraft getretene Waffenstillstand in Kroatien ist mehrfach gebrochen worden. Die kroatischen Medien meldeten Kämpfe mit serbischen Einheiten aus mehreren Landesteilen. Auch die jugoslawische Luftwaffe soll am Abend wieder Angriffe geflogen haben. In Zagreb ist für diese Nacht Verdunkelung angeordnet. Wie es am Mittwoch aussah, dazu Detlef Kleinert. In Vukovar und Petrinja, Šibenik und Varaždin, in Osijek und zahlreichen anderen Ortschaften wird mit erbitterter Härte gekämpft, als ob es nie einen Waffenstillstand gegeben hätte. Die Frage stellt sich, ob die Kämpfer der Kontrolle ihrer Oberen entglitten sind oder ob der Vertrag gezielt sabotiert wird. Was für die Betroffenen freilich keinen Unterschied macht. In Petrinja. Immer weiter rücken die serbischen Angreifer in Richtung Zagreb vor. Hier sind sie noch etwa 60 Kilometer von der kroatischen Hauptstadt entfernt. Nach der unruhigen Nacht scheint sich das Leben jetzt wieder zu normalisieren. Allerdings gibt es auch jetzt wieder einen Fliegeralarm. Das ist schon normal in einem Bürgerkrieg. Die Menschen hier bleiben skeptisch, was einen Waffenstillstand angeht. Und sie bereiten sich auf den nächsten Angriff von MiG-Kampfflugzeugen vor. Solange die Kasernen hier nicht ausgeräumt werden, meint er, wird es keinen Frieden geben. Wir brauchen jetzt dringend eine Generalmobilmachung. Einen Waffenstillstand wird es hier nicht geben, solange es Serben und Tschetniks gibt. Was für ein Friede! Ich wohne in der Nähe der Kaserne. Da ist Krieg. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Nein, diese Nacht war in der Tat nicht zum Schlafen da. Um Mitternacht rasten Kampfflugzeuge im Tiefstflug über die verdunkelte Stadt hinweg, ohnmächtig verfolgt von der kroatischen Flak. Wenig später tauchte eine Leuchtrakete die Stadt in gespenstisches Licht. An zahlreichen Stellen löste die Beschießung Brände aus. Eine Speiseölfabrik brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der kroatische Verteidigungsminister Bebic ist am Abend zurückgetreten. In den letzten Tagen hatte es mehrfach Kritik an Bebic gegeben. Im Konflikt um die blockierten Kasernen der Bundesarmee in Kroatien war ihm eine zu weiche Haltung vorgeworfen worden. Die amerikanische Raumfähre Discovery ist am Mittwoch früh auf dem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Edwards gelandet. Eine dichte Wolkendecke hatte die geplante nächtliche Landung auf Cape Canaveral in Florida verhindert. Die 5 Astronauten hatten auf ihrer 5-tägigen Reise einen Satelliten ausgesetzt, der in 600 Kilometer Höhe Daten über die Auswirkungen von Schadstoffen auf die Ozonschicht sammeln soll. Es war der 13. Weltraumflug der Discovery-Fähre. Insgesamt hat die NASA bisher 43 Shuttleflüge unternommen. Fußball, hier die Ergebnisse der deutschen Mannschaften in den europäischen Pokalwettbewerben vom Mittwoch. Landesmeister Barcelona Rostock 3:0. Pokalsieger Bakau Rumänien Bremen 0:6. Eisenhüttenstadt Istanbul 1:2.
UEFA Cup, Cork City, Irland, München 1:1, Frankfurt, Luxemburg 6:1, Halle, Moskau 2:1, Groningen, Erfurt 0:1, Stuttgart, Pécs, Ungarn 4:1. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch: Ziehung A 3, 15, 21, 26, 34, 39, Zusatzzahl 32. Ziehung B 1, 3, 5, 9, 10, 49, Zusatzzahl 46. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 2, 8, 3, 7, 5, 5, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 19. September. Nördlich der Mainlinie zunächst stark bewölkt und gelegentlich Regen. Südlich der Mainlinie anfangs sonnig. Im Tagesverlauf Bewölkungszunahme, jedoch meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 8 bis 13 Grad. Tageshöchstwerte im Norden um 18, sonst 20 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden auch frischer Wind aus West bis Südwest. Die weiteren Aussichten: am Freitag östlich der Weser wolkig bis bedeckt, zeitweise Regen. Im übrigen Deutschland heiter bis wolkig und trocken. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten.